Ei Leute, das sieht aber jetzt mal geil aus. Damit ist Runde 3 da. Auf geht's in die legendäre Mikasa Challenge. Viel Spaß, let's go! Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big M und einer neuen Folge. Ich befinde mich in Aachen und hier gibt es eine legendäre Sushi-Challenge, die natürlich von der legendären TikTokerin und Influencerin Mikasa ins Leben gerufen worden ist. Alle abtun, die keine Ahnung haben, wovon ich rede. Ich rede von unserer 10 Runden All You Can Eat Challenge. 5 Gerichte pro Runde, das heißt, man muss 50 kleine Gerichte essen innerhalb von 90 Minuten. Und da viele von euch mir schon geschrieben haben und gesagt haben, ey Sebastian, wir wollen dich, wir wollen Big M, mal sehen, ob der Rekord von 10 Runden geknackt werden kann, denn bisher liegt dieser bei 9 und sollten wir 10 Sushi-Runden in 90 Minuten schaffen, dann geht das Essen aufs Haus. Das ist eine generelle Challenge, die es hier gibt und dadurch, dass wir uns aber gleichzeitig bei der All You Can Roll Folge 2 befinden, wird es eine Challenge in der Challenge geben. Bevor wir allerdings natürlich die Challenge angehen und ich sag mal jemanden suchen, der uns gleich den Würfel rollt, haben wir noch einmal von der letzten Folge All You Can Roll das Gewinnspiel auszulosen und ich würde sagen, wir losen einmal den Gewinner aus, drücken auf Record und dann schauen wir mal, wer jetzt hier ausgelost wird. Und damit herzlichen Glückwunsch, Moinsen 2220. Hashtag Baron war ja der Kommentar, beziehungsweise so konntet ihr bei der ersten Folge All You Can Roll kommentieren und damit geht jetzt für Moinsen 2220 einmal ein Baron All You Can Eat mit Begleitung, Getränken drauf und dementsprechend wünsche ich schon mal da viel Spaß, guten Hunger und da sind wir schon beim Stichwort, ich habe Hunger. Wir suchen uns jetzt jemand für den Würfel. So, wir haben den lieben Mejet hier einmal. Du bist Mitarbeiter hier? Ja. Okay. Du bist heute unsere Glücksvieh, unser Würfler. Und ich würde sagen, wir haben hier einmal 6 verschiedene Sachen für die Folge All You Can Roll. Nummer 2, Sushi First. Das heißt, ich darf nur in Runde 1, 3, 5, 7 und 9, also die geraden Zahlen, nur Sushi bestellen. Runde 2, Too Salty. Ich muss eine ganze Flasche Kikkoman leer machen in den 10 Runden, wenn ich den Rekord knacke. Ja, 3 ist All In. Ich darf alles machen, was ich möchte. All In. Wir gehen All In auf den Rekord. Nummer 4, For You. Ihr dürft entscheiden, was jede Runde bei mir auf den Tisch kommt. Ne? Also im Rahmen der Challenge. 5. Runde, 5 mal 5. Ne? Heißt, in der 5. Runde muss ich 5 mal das gleiche bestellen. Und Nummer 6 ist No Sweets. No Sweets. Heute gibt es nichts Süßes. Damit würde ich sagen, bist du der Zweite, der in diesem Format die Würfel rollen soll, beziehungsweise kann. Lass es rollen. Ja. 3. All in. All in. All in, die Nummer 3. Und damit, ja, haben wir wirklich freie Auswahl. Das heißt, wir gehen all in den Rekord. Und damit würde ich sagen, machen wir uns fertig und legen los. Let's go. Damit haben wir Platz genommen. Wir haben unser Tablet in der Hand. Man bestellt hier quasi über Tablet. Ne, haben ja auch schon Soßen dazu bekommen. Und was ich euch auch noch sagen möchte, es gibt von Mikasa, von der Challenge, eigene Regeln. Und zwar beinhaltet das, dass man nur 5 Nigiris nehmen darf. Man darf nur 5 Fresh Rolls nehmen. Dann 5 Algensalate, 5 mal Miso-Suppe und nur in einer Runde darf man Dessert nehmen. Ne, damit es nicht zu einfach ist. Also das sind die Regeln. Und dadurch, dass wir all in sind, nutzen wir das natürlich jetzt voll aus. Wir gehen all in und ich würde sagen, damit bestellen wir die erste Runde. Erste Bestellung ist abgeschickt, erste Runde. Wir haben in der ersten Runde eine Miso-Suppe genommen, haben Gyoza mit Hähnchen genommen, dann haben wir Frühlingsrollen genommen, einmal Makis mit Thunfisch und einmal eine Nigiri. Im Übrigen könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie viele Runden wir jetzt schaffen, wenn es losgeht. Ne? Schaffen wir die 10? Schaffen wir sie nicht? Schaffen wir mehr? Also wir haben 90 Minuten Zeit. Ne? Ich würde sagen, wir starten jetzt. Wir haben die ersten Sachen da. Und damit würde ich sagen, auf geht's in die legendäre Mikasa Challenge. Viel Spaß, let's go! 90 Minuten laufen, die wir maximal Zeit haben für 10 Runden. Wie gesagt, ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie viel wir schaffen, ob wir es schaffen oder auch nicht. Denn bei 10 Runden ist das Ganze hier umsonst, 30 € kostet das Ganze. Und wir fangen an mit einer von 5 Miso-Suppen, die man maximal bestellen darf. Oh, das tut doch gut gerade. In Anführungsstrichen, dass es jetzt warm ist, weil es heute dann doch wieder ein bisschen regnerisch ist. Und sie ist sehr salzig. Das merke ich jetzt schon. Unsere Miso-Suppe haben wir damit auch im Einzug soweit durch. Oh, es tat echt gut. War auch richtig heiß. Halleluja. Aber ich freue mich drauf. Sehr salzig. Gericht Nummer 2, was wir in der ersten Runde bestellt haben. Und das sind, glaube ich, die Gyoza mit Hähnchen. Mit Hähnchen.
Ich glaube, dafür sind auch die Dips hier. Nehmen wir uns mal ein Barbecue. Sorry, süß-sauer. Aber gut. Lecker. Im Übrigen streiche ich schon mal eine Miso-Suppe hier für mich als Häkchen an, die wir schon mal gegessen haben, bevor wir es gleich vergessen. Aber ansonsten ernähre ich mich wirklich immer gesund, muss man tatsächlich sagen. Oh, vielen, vielen Dank. Da kommt schon Runde 2, meine Lieben, merke ich schon. Dankeschön. Gericht Nummer 3 in Runde 1. Das ist eine Frühlingsrolle mit Huhn. Boah, die sind geil. Hammer. Kein Scheiß, also die schmecken geil, die müsst ihr euch hier bestellen. Oh, die ist geil. Was ist hier? Trüffelmayo? Mayo? Normale Mayo? Boah, ne. Und übrigens, wenn ihr Fragen im Stream habt, ne, über hier Mikasa, Sushi, All You Can Eat, 10 Runden, dann stellt das Ganze gerne. Sultan ist auch da heute wieder am Start, hinten, der gönnt sich auch. Sehr lecker. Dann machen wir uns auf zu Gericht Nummer 4 in Runde 1. Dazu packen wir die Stäbchen aus, gehen hier rein und probieren das mal. Kein Mist, Leute. Richtig schöne Makis. Ich habe ja auch schon viel gelesen. Viele sagen ja hier Qualität und was weiß ich so. Ich komme aus Düsseldorf, Little Tokyo. Ich liebe Sushi, gehe so oft Sushi essen. Habe schon so viele Sushi-Challenge, alles drum und dran gemacht, ne? Und muss sagen, es ist super weich, schmeckt sehr lecker. Also mir persönlich jetzt schon am ersten Mal schmeckt das beim ersten Maki sofort. Schmeckt super. So Leute, ein Nigiri kommt gleich noch. Wir gehen aber jetzt noch mal in Runde 2 gehen wir schon rein. Und damit würde ich sagen, stimmen uns die nächsten Gerichte. So, die nächsten Gerichte haben wir soweit. Wir haben jetzt hier wieder unsere Gyozas. Dann haben wir hier einmal Reis mit Lachs. Wir haben den Hähnchenspieß und Champignons. Und ich glaube, das hier ist Reis mit Hähnchen. Genau, Hähnchen auf Reis. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in Runde 2. So, damit haben wir Nummer 1 soweit durch. Gehen jetzt auf Hähnchenspieß. Nummer 2 in Runde 2. Da muss ich jetzt tatsächlich sagen, beim Hähnchenspieß war jetzt nicht so meins. Ein bisschen zäh. Aber wie gesagt, ist halt überall so. Gerade bei einem All You Can Eat kann nicht immer alles geil schmecken. Champignons, I love it. Probieren wir mal. Auch ganz geil. Champignons haben mir gut gefallen. Dann gehen wir wieder in unsere Gyoza. Diesmal habe ich die in einer anderen Variante bestellt mit Bulldog. Top, top, top. Dann gehen wir in unseren Lachs. Reis mit Lachs rein. Alle 3-4 Tage, meine Liebe. Alle 3-4 Tage machen wir die Challenges. Deswegen gerne hier Abo da lassen, liken. Alle 3 Tage, 4 Tage sind wir live. Nächstes Mal tatsächlich Ostersonntag. Haben wir Runde 2 soweit durch. Der Lachs, das Hähnchen war jetzt nicht so meins. Muss ich sagen, der Lachs war ein bisschen, dieser gebratene, ein bisschen trocken. Und das Hähnchen auch. Aber die anderen Sachen bisher super, muss ich sagen. Vor allem auch das Sushi. Ich glaube, da konzentrieren wir uns vor allem in der nächsten Runde und hoffen, dass die sich nicht zu viel Zeit lassen, damit sie uns hier ein bisschen schwieriger machen und hoffen, dass jetzt gleich Runde 3 kommt. Ey Leute, das sieht aber jetzt mal geil aus. Damit ist Runde 3 da und wir haben eine komplette Sushi-Runde. Das ist tatsächlich noch ein Nigiri aus der ersten Runde, weil den ich bestellt hatte, gab es nicht mehr. Ist ja auch nicht so schlimm, aber den müssen wir noch zur ersten Runde zählen. Und dann 1, 2, 3 und dann haben wir die anderen Speisen für Runde 3. Let's go. So, ich habe sicherheitshalber schon mal Bestellung für Runde 4 abgegeben, damit es nicht so lang dauert. Und dann in einer Minute bestellen wir wieder nach. Wir gehen rein in die ersten, beziehungsweise nein, um natürlich Runde 1 vollständig zu machen. Oh, da fällt mir die Avocado schon runter. Gehen wir ins erste Nigiri rein. Das war sehr lecker. Vor allem, was ich sagen muss, seht ihr das? Es kann sein, dass es auseinanderfällt. Der Reis hat eine andere Farbe, also der ist rot. Ne? Der ist rot, der ist gar nicht weiß, finde ich geil. Hat auch mal was Außergewöhnliches. Jetzt mit ein bisschen, Kikkoman Soja rein da in Runde 3. Haben wir die Runde 3 soweit durch, ne? Insgesamt streiche ich mir mal durch, haben wir jetzt schon 4 Nigiris gehabt, das heißt, wir dürfen nur 1 nehmen. Und damit würde ich sagen, warten wir auf Runde 4. Damit sind unsere nächsten 5 Sachen da. Frühlingsrollen, hier gebackene Garnelen, Gyoza wieder und hier was mit Thunfisch. Und ja, schaue ich jetzt gleich nochmal nach. Und die ersten Crunchy Rolls. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in Runde 4. So
So Leute, Runde 4 ist soweit durch. Wir kommen zu Runde Nummer 5. Und auch hier sehen wir, haben wir wieder 3 verschiedene Makis. Avocado, Thunfisch, Lachs. Dann hier sogenannte, ich glaube es sind California Rolls. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in Nummer 5. Runde Nummer 5 soweit durch. 5 Sachen, Runde Nummer 5. Ich mache mir selber jetzt mal ein Häkchen, damit wir da nicht durcheinander kommen. War sehr lecker, war eine reine Sushi-Runde. Und ich glaube, damit machen wir auch weiter. Kommen zu unserem nächsten Schiffchen. Auch hier Makis, einmal 4 Stück mit Lachs, dann wieder Rolls. Dann hier einmal, das ist das, was ich meinte, diese Frühlings, die man nur einmal bestellen darf, beziehungsweise 5-mal diese Fresh Rolls und wieder so ein Temaki. Und dann, wie gesagt, fehlt noch eine Sache dazu. Und das sind jetzt hier wieder gebackene. Also 5 verschiedene Sachen wieder auf in Runde 6. Ach ja, Essen macht schon Spaß. Oder was meint ihr? Nummer 6 soweit durch. Nummer 7 wartet schon auf uns. Ich muss sagen, also vor allem auch diese gebackenen, ne? Die Sushis gebacken, also frittiert darüber. Sehr, sehr lecker, crunchy und auch noch warm dazu. Super. Kommt zu Runde Nummer 7. Runde Nummer 7 beinhaltet wieder 3 verschiedene Makis, 4 Stück, ne? Also 3 Speisen. Dann einmal hier diese Rolls, also so In- und Out-Rolls sozusagen. Jeweils 2 Stück. Ich weiß jetzt gerade nicht den Namen, aber auch wieder 5 Speisen. Und damit gehen wir rein in Runde Nummer 7. So Leute, Runde Nummer 7 soweit durch und Halleluja, schaut euch das mal an, wie Runde 8 aussieht. Wir haben jetzt hier die sogenannten Ace Inside Outs 5-mal und das in 5 verschiedenen, ich sag mal hier 1, die roten, dann genau so 2, 3, 4 und 5. 5 mal 5. War auf dem Würfel drauf, ist jetzt auch nicht die 5. Runde, aber wir gehen ja sowieso all in. Und damit würde ich sagen, gehen wir ein richtiges Sushi-Spektakel in Runde 8. Ich kann euch sagen, es war auf jeden Fall die richtige Wahl, sich Stift und Zettel zu nehmen und nicht durcheinander zu kommen, nicht um die Speisen aufzuschreiben, das kann man am Tablet, aber definitiv, ich sag mal, um jetzt hier die Challenge zu packen, auch die richtige Rundenanzahl sich zu merken. Aber einige Runden stehen noch vor uns, mal schauen, ob wir den Rekord wirklich brechen können. Wir kommen zum letzten Stück von den Inside Outs, dann ist auch die Runde 8 soweit durch. Und diese Blue Chicken hier, ne? Habe ich noch nie gegessen. Schmeckt unfassbar krass, deswegen habe ich das letzte Mal übrig gelassen, um euch das zu zeigen. Das Blue Chicken, also einmal nicht nur, dass es fancy aussieht, sondern es schmeckt unfassbar lecker. Das Hähnchen und dieser Geschmack von dem, was da auf dem Reis drauf ist. Also ich weiß nicht, was es ist. Unfassbar lecker. Habe ich noch nie gegessen. Super geil. Das müsst ihr hier probieren. Damit haben wir Runde 8 geschafft, habe ich mir mal abgehakt und wir kommen zu Runde 9. Runde 9 beinhaltet gebratene Nudeln, gebratener Reis, dann Champignons gebraten. Dann haben wir hier einmal Frühlingsrollen und ich weiß gar nicht, was das ist. Ich schaue nochmal. Das ist tatsächlich dieses Takoyaki, was ich schon mal bestellen wollte, meine ich. Aber ich habe es noch nicht probiert. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ich dachte eigentlich, es wäre das von gewesen, was ich ganz am Anfang hatte. Denn das hat nämlich super geschmeckt. Aber keine Ahnung, vielleicht vertue ich mich auch gerade, aber ich würde sagen, wir gehen einfach rein in das erste hier. Sehr lecker. Hier haben wir auch wieder kleine Frühlingsrollen. In einer anderen Variante, die gibt es auch, schmeckt auch sehr lecker. Wir haben leider unsere Stäbchen abgegeben, müssen uns leider neue Stäbchen nehmen. Aber jetzt gehen wir all in Runde 9. Ich glaube, wir kommen auf jeden Fall heute auf unsere, ich sag mal, Proteine und Kohlenhydrate. Tatsächlich bin ich wirklich noch nicht satt. Also, ich glaube, wirklich die 10 Runden würden mich so ein bisschen bringen, dass ich satt bin. Aber es ist tatsächlich nur so, dass ich nicht richtig satt bin. Ich bekomme nur langsam wirklich Durst von dem ganzen Soja. Wenn ich überlege, wir haben schon fast so eine ganze Kikkoman-Soße leer mit dem ganzen Sushi und so. Also das ist das Einzige, aber ansonsten satt. Noch nicht ganz, also da fehlt noch ein bisschen. Aber wir haben Runde 9 soweit durch, meine Lieben. 9 Runden soweit durch und damit würde ich sagen, präparieren wir uns
denn wir haben den Rekord jetzt eingestellt für einen einmaligen Rekord und ein kostenloses Essen und gehen rein in Runde 10. Und damit genießen wir die 10. Runde, den einmaligen Rekord, ein kostenloses Essen mit einer kompletten Sushi-Runde. Die 10. Runde besteht aus 4 bzw. 3 verschiedene Makis, wieder 4-mal und ich sag mal hier 2 verschiedene gebackene, die haben mir auch sehr, sehr gut geschmeckt. Und damit würde ich sagen, gehen wir auf in Runde 10. Leute, was meint ihr eigentlich? Schreibt mal in den Livestream, wie weit sollen wir eigentlich gehen? Weil wenn wir das jetzt geschafft haben, haben wir 10 Runden geschafft und den Rekord geschafft, den noch nie einer geschafft hat und kostenloses Essen. Sollen wir da weitermachen oder was machen wir? So Leute, damit haben wir die 10 Runden geschafft in unter einer Stunde. Wir haben 1 Stunde 30 gehabt. Aber wisst ihr was? Wir machen weiter, denn wir haben ein bisschen Hunger noch. Ich habe gerade mal im Livestream gefragt, wie sieht's aus, wie weit sollen wir gehen? Also wir haben jetzt knapp eine Stunde durchgegessen. Ein bisschen Platz ist noch, aber ich fühle mich gut. Und ich würde sagen, 10 Runden drin Rekord, das Essen geht schon mal aufs Haus. Liebe Grüße gehen raus. Natürlich an Mikasa, danke für die gute Challenge. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie viel noch geht. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Und die letzte ist dann komplett süß. Upsi, da kriege ich schon einen Schluck auf. Und dann haben wir 12 Runden geschafft. Und ich denke mal, das ist erstmal ein Rekord, der gebrochen werden muss. So Leute, damit kommen wir zu Runde Nummer 11. Und damit gehen wir nochmal in eine kleine Sushi-Runde, würde ich sagen, rein. Wir haben jetzt hier 3-mal verschiedene gebackene, frittierte. Ne? Also hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sind insgesamt 2. Hier haben wir auch nochmal 4. 1, 2, 3, 4. Sind wir 3 und 2 Makis. 5 Stück in Runde 11. Und damit rein in Runde 11, bevor wir gleich zu den süßen Abschluss kommen. Damit haben wir als erstes überhaupt die 10-Runden-Challenge von Mikasa überstanden und geschafft. Und ich sage euch eins, wenn dieses Video 500 Likes mindestens bekommt, dann setzen wir uns mit Mikasa hin, machen doch mal einen geilen Livestream, eine zweite Auflage und schauen, was maximal geht. Was meint ihr? Wie viel würde bei uns maximal gehen? Schreibt's in die Kommentare, 500 Likes, let's go mit Mikasa nochmal. So Leute, damit kommen wir zum letzten von Runde 11. Damit haben wir auch Runde 11 soweit durch. Nochmal eine gebackene, frittierte mit Avocado. Wie gesagt, die fand ich super lecker. Die kommen warm, wenn sie frisch sind. Hat für mich super harmoniert, also wirklich top. Damit erwartet uns in Runde 12 unser Abschluss. Nur noch einmal, ich glaube, Makis, die ich noch nicht gesehen oder probiert hatte. So mit ein bisschen spicy. Und dann kommen tatsächlich die 4 Desserts. Also Leute, damit gehen wir zu unserem Abschluss. Runde 12 ist da. Wir haben noch mal einmal Spicy Salmon Makis. Die habe ich nämlich erst noch gar nicht gesehen. Und dann 4-mal Dessert. Da gehen wir gleich drauf ein. So Leute, damit haben wir die 4 Makis auch soweit durch. Schwuppdiwupp, ich sag mal in 2 Sekunden. Und kommen jetzt zum gebackenen Sesambällchen. Das haben wir hier. Eine gebackene Banane haben wir hier. Schokoeis und Vanilleeis. Und damit komplettieren wir Runde 12. Und ich denke mal auch die legendäre Mikasa Challenge. Einen krönenden Abschluss zum letzten Bissen. Und haben damit auch unsere 12. Runde soweit durch. Und damit das süße Dessert. Ihr habt nachher das Sesambällchen mit dem Eis so ein bisschen gemischt, also war gut, kann man nichts anderes sagen. Also ich muss überlegen jetzt für All You Can Eat, wenn man jetzt nicht 10 Runden schafft oder darauf auslegt, für 30 € und es ist unnormal voll hier. Also ich glaube, es ist kein Platz mehr frei jetzt. Das, wie gesagt, Essen geht das aufs Haus, 10 Runden geschafft. Legendär, wir haben jetzt 12 gemacht, also einen neuen Rekord aufgestellt gleichzeitig. Mir, wie gesagt, haben diese gebackenen super gefallen, auch diese Blue Chicken kann ich absolut nur empfehlen. Für ein All You Can Eat, top. Also die ganzen Kommentare, wo ich sage, schlechtes Sushi und so, ne. Wenn ihr Mikasa abgecheckt habt und natürlich auch, ich sag mal, hier gerne ein Like, gerne ein Abo und weitere Anregungen in den Kommentaren lasst, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf diesem Kanal oder unseren anderen Kanälen. Jetzt langsam kickt vielleicht doch der Zucker rein. Dann würde ich sagen, macht's gut, liebe Grüße von Mikasa, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.